Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir alle streben danach, klügere Entscheidungen zu treffen, unser Potenzial besser zu nutzen und einfach intelligenter durchs Leben zu gehen. Aber was bedeutet intelligent eigentlich, jenseits von IQ-Tests und akademischen Leistungen? Für uns bedeutet es oft, die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen, sich anzupassen, Probleme effektiv zu lösen und vor allem bewusst zu wählen, wie wir denken und handeln. Es geht darum, die eigenen Gedanken und Verhaltensweisen so zu gestalten, dass sie uns dienen, nicht behindern. Und ein entscheidender Teil davon ist nicht nur, was wir tun, sondern auch, was wir ganz bewusst vermeiden. Ja, genau. Manchmal ist Intelligenz auch das Wissen darum, welche Fallen wir besser umgehen. Heute sprechen wir über 7 Dinge, die kluge Menschen ganz bewusst vermeiden. Bleibt dran, denn diese Punkte können einen echten Unterschied in eurem Alltag machen. Lasst uns direkt eintauchen in die Gewohnheiten und Muster, die wir vermeiden sollten, wenn wir klug agieren wollen. Hier sind die 7 Dinge, die intelligente Menschen vermeiden. Punkt 1. Ständiges Beschweren und in der Opferrolle verharren. Der erste Punkt mag einfach klingen, hat aber eine enorme Wirkung. Wir alle haben mal einen schlechten Tag und es ist völlig normal, Frust zu empfinden. Aber intelligente Menschen vermeiden es, in einen Zustand des ständigen Beschwerens oder des Opferseins zu verfallen. Warum? Weil chronisches Klagen uns passiv macht. Es verlagert die Verantwortung immer nach außen. Die anderen sind schuld. Das System ist unfair. Ich kann nichts dafür. Es bindet immense Energie, die wir viel besser nutzen könnten. Wenn wir uns ständig beschweren, konzentrieren wir uns auf das Problem, nicht auf die Lösung. Wir fühlen uns hilflos und machtlos. Was machen kluge Menschen stattdessen? Sie analysieren die Situation. Sie fragen sich, was genau stört mich? Kann ich etwas daran ändern? Wenn ja, welche Schritte kann ich unternehmen? Wenn nein, wie kann ich meine Einstellung dazu ändern oder die Situation akzeptieren? Sie suchen nach Handlungsspielraum, auch wenn er noch so klein ist. Denkt an ein Beispiel. Statt sich über den Stau auf dem Weg zur Arbeit aufzuregen, könnten wir überlegen, gibt es eine alternative Route? Können wir früher losfahren? Können wir die Zeit im Stau nutzen, um einen Podcast zu hören oder eine Fremdsprache zu lernen? Intelligente Menschen erkennen, dass ihre Energie wertvoll ist und sie lieber in konstruktive Bewältigungsstrategien investieren, als sie mit sinnlosem Widerstand zu verschwenden. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Reaktion, auch wenn wir nicht für die Ursache können. Punkt 2. In der Vergangenheit leben und Bedauern festhalten. Unser Leben ist ein Fluss, der sich ständig bewegt. Und doch neigen viele von uns dazu, immer wieder ans Ufer zurückzukehren und alte Steine umzudrehen. Warum habe ich das nicht getan? Früher war alles besser. Intelligente Menschen vermeiden es, sich von Bedauern und der Vergangenheit lähmen zu lassen. Die Vergangenheit ist vorbei. Wir können sie nicht ändern. Natürlich ist es wichtig, aus ihr zu lernen, aus Fehlern, aus Erfolgen, aus schmerzhaften Erfahrungen. Aber im Bedauern zu verweilen, bindet uns an etwas, das nicht mehr existiert. Es stiehlt uns Energie für die Gegenwart und die Zukunft. Es ist wie der Versuch, in einem Rückspiegel vorwärts zu fahren. Was tun kluge Menschen? Sie betrachten die Vergangenheit als Lehrmeisterin. Sie reflektieren, ziehen ihre Schlüsse und lassen dann los. Sie konzentrieren sich auf das Hier und Jetzt, den einzigen Moment, in dem wir wirklich handeln können. Sie nutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um bewusster Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Nehmen wir als Beispiel eine gescheiterte Beziehung. Wir könnten uns ewig fragen, was falsch gelaufen ist, wer schuld war und uns wünschen, die Dinge wären anders. Oder wir können uns fragen, was haben wir daraus gelernt? Welche Muster wollen wir in Zukunft vermeiden? Welche Qualitäten suchen wir? Und dann konzentrieren wir uns darauf, unser aktuelles Leben zu gestalten
und offen für neue positive Erfahrungen zu sein. Wir verstehen, dass die Vergangenheit eine Lektion war, kein Gefängnis. Punkt 3. Es allen recht machen wollen. Das ist eine Falle, in die viele von uns tappen. Wir möchten gemocht werden, dazugehören, niemanden enttäuschen. Der Versuch, es jedem recht zu machen, ist jedoch nicht nur anstrengend, sondern schlichtweg unmöglich. Und intelligente Menschen wissen das und vermeiden diesen Versuch. Wer versucht, es allen recht zu machen, verliert oft sich selbst. Wir sagen Ja, wenn wir Nein meinen. Wir verbiegen uns, um Erwartungen zu erfüllen, die nicht unsere eigenen sind, und wir opfern unsere eigenen Bedürfnisse und Werte für die Zustimmung anderer. Das führt zu Frustration, Burnout und dem Gefühl, nicht authentisch zu sein. Was machen kluge Menschen anders? Sie kennen ihre Werte und Prioritäten. Sie lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Sie verstehen, dass es in Ordnung ist, nicht von jedem gemocht zu werden. Sie treffen Entscheidungen, die mit ihren eigenen Zielen und Überzeugungen im Einklang stehen, auch wenn das bedeutet, dass jemand anderes enttäuscht sein könnte. Stellt euch vor, jemand bittet uns um einen Gefallen, der uns Stunden kostet und uns von einer wichtigen eigenen Aufgabe abhält. Jemand, der es jedem recht machen will, würde wahrscheinlich Ja sagen und sich danach gestresst und ressentiv fühlen. Ein kluger Mensch würde die Bitte wertschätzen, aber ehrlich erklären, dass es gerade nicht möglich ist, vielleicht eine Alternative vorschlagen oder einfach freundlich absagen. Wir erkennen, dass unsere Zeit und Energie begrenzt sind und wir sie klug einsetzen müssen. Punkt 4. Angst vor Fehlern haben und deshalb nichts wagen. Scheitern tut weh. Die Angst davor kann lähmend sein. Sie hält uns davon ab, neue Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen, unsere Komfortzone zu verlassen. Intelligente Menschen verstehen, dass Angst vor Fehlern ein Wachstumskiller ist und sie vermeiden es, sich von ihr kontrollieren zu lassen. Fehler sind unvermeidlich. Sie sind keine Beweise für unsere Unfähigkeit, sondern oft notwendige Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Jeder große Erfinder, jeder erfolgreiche Unternehmer, jeder Mensch, der etwas Neues gelernt hat, ist unterwegs unzählige Male gestolpert. Wer Angst vor Fehlern hat, versucht oft erst gar nicht, was dazu führt, dass wir unser Potenzial nie entfalten. Was machen kluge Menschen? Sie betrachten Fehler als Feedback. Sie analysieren, was schiefgelaufen ist, lernen daraus und versuchen es erneut, nur anders. Sie verstehen, dass jeder Rückschlag eine Lektion enthält, die sie stärker und weiser macht. Sie wagen es, ins Handeln zu kommen, auch wenn das Ergebnis ungewiss ist, weil sie wissen, dass Untätigkeit der schlimmste Fehler ist. Nehmt das Beispiel, eine neue Fähigkeit zu lernen, wie zum Beispiel eine Präsentation vor Publikum zu halten. Jemand mit großer Angst vor Fehlern wird jede Gelegenheit vermeiden. Ein kluger Mensch wird die Angst spüren, aber trotzdem die Herausforderung annehmen. Die erste Präsentation mag holprig sein, aber Sie werden daraus lernen, was hat funktioniert, was nicht. Und bei der nächsten wird es besser sein. Wir sehen Scheitern als Teil des Lernprozesses, nicht als das Ende. Punkt 5. Konstruktives Feedback ignorieren. Niemand hört gerne Kritik, auch wenn sie gut gemeint ist. Unsere natürliche Reaktion ist oft, uns zu verteidigen oder das Feedback abzutun. Intelligente Menschen widerstehen diesem Impuls und vermeiden es, wertvolles Feedback zu ignorieren. Feedback, besonders konstruktives, ist ein Geschenk. Es zeigt uns blinde Flecken, Bereiche, in denen wir uns verbessern können oder Perspektiven, die wir selbst nicht sehen. Wer Feedback ignoriert, verpasst wichtige Chancen zur Weiterentwicklung. Es ist ein Zeichen von Starrheit und verschließt die Tür für Wachstum. Was tun kluge Menschen? Sie hören aktiv zu, auch wenn es unangenehm ist. Sie versuchen, die Perspektive der anderen Person zu verstehen. Sie nehmen Feedback nicht persönlich, sondern als Information über ihr Verhalten oder ihre Leistung. Sie evaluieren das Feedback kritisch und integrieren die nützlichen Punkte. Stellt euch vor, ein Kollege gibt uns Rückmeldung zu einem Projekt. Dieser Abschnitt ist etwas unklar formuliert. Wir könnten denken, was weiß der schon?
das passt schon so. Oder wir können uns fragen, okay, wo genau ist es unklar? Wie kann ich es deutlicher machen? Intelligente Menschen sehen Feedback als Chance, ihre Arbeit oder ihr Verhalten zu verfeinern und besser zu werden. Wir sind offen für die Einsichten anderer. Punkt 6. Sich ständig negativ mit anderen vergleichen. Dank sozialer Medien ist es leichter denn je, sich ständig mit anderen zu vergleichen, mit ihren Karrieren, ihrem Aussehen, ihren Reisen, ihrem scheinbar perfekten Leben. Dieser negative Vergleich ist Gift für unser Selbstwertgefühl, führt zu Neid und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Intelligente Menschen vermeiden es, in diese Vergleichsfalle zu tappen. Der negative Vergleich lenkt uns von unserem eigenen Weg ab. Wir messen uns an fremden Maßstäben, oft basierend auf unvollständigen oder idealisierten Bildern. Das macht unglücklich und unzufrieden mit dem, was wir haben und wer wir sind. Was machen kluge Menschen? Sie konzentrieren sich auf ihren eigenen Fortschritt und ihre eigene Reise. Sie wissen, dass jeder Mensch anders ist und seinen eigenen Zeitplan hat. Sie nutzen andere nicht als Maßstab für ihren eigenen Wert, sondern vielleicht als Inspiration oder um von ihnen zu lernen. Sie feiern ihre eigenen kleinen und großen Erfolge, anstatt sich durch die Erfolge anderer herabgesetzt zu fühlen. Anstatt auf Instagram die Urlaubsfotos anderer zu sehen und sich schlecht zu fühlen, weil wir uns das gerade nicht leisten können, könnten wir denken, schön für sie. Was sind meine nächsten Schritte, um vielleicht eines Tages auch so eine Reise machen zu können? Oder wir freuen uns einfach für andere, ohne es auf uns selbst zu beziehen. Wir erkennen, dass unser Wert nicht davon abhängt, wie wir im Vergleich zu anderen abschneiden. Punkt 7. Sich blind von Emotionen steuern lassen. Emotionen sind ein wichtiger Teil von uns. Sie geben uns wertvolle Informationen über unsere Bedürfnisse und unsere Umwelt. Aber sich in Momenten intensiver Emotionen wie Wut, Angst oder starker Frustration blind davon steuern zu lassen, kann zu impulsiven Entscheidungen und Handlungen führen, die wir später bereuen. Intelligente Menschen vermeiden es, ihren Emotionen ohne Reflexion freien Lauf zu lassen. Das bedeutet nicht, Emotionen zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, sie anzuerkennen, zu benennen und zu verstehen, warum wir so fühlen. Bevor wir handeln, schaffen wir eine kleine Pause zur Reflexion. Das gibt uns die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen, anstatt nur auf einen emotionalen Impuls zu reagieren. Was machen kluge Menschen? Sie entwickeln emotionale Intelligenz. Sie lernen, ihre Emotionen zu erkennen, ihre Ursachen zu verstehen und ihren Einfluss auf ihre Gedanken und ihr Verhalten einzuschätzen. Sie üben, innezuhalten, tief durchzuatmen und über mögliche Konsequenzen nachzudenken, bevor sie im Affekt handeln. Sie drücken ihre Emotionen auf konstruktive Weise aus, anstatt sie entweder zu unterdrücken oder unkontrolliert herauszulassen. Stellen wir uns vor, wir bekommen eine E-Mail, die uns wütend macht. Der erste Impuls ist vielleicht, sofort eine ebenso wütende Antwort zu tippen und abzuschicken. Ein kluger Mensch würde diese Wut spüren, aber nicht sofort reagieren. Er würde vielleicht aufstehen, kurz an die frische Luft gehen oder bis zum nächsten Morgen warten, bevor er antwortet, sachlich und überlegt. Wir lernen, dass wir unsere Emotionen haben, aber sie müssen uns nicht blind steuern. So, das waren die 7 Dinge, die kluge Menschen ganz bewusst vermeiden. Es geht, wie wir gesehen haben, nicht darum, perfekt zu sein oder nie Fehler zu machen. Es geht darum, bewusst zu leben und bewusste Entscheidungen zu treffen, die uns auf unserem Weg zum Wachstum unterstützen, anstatt uns auszubremsen. Diese Punkte sind kein starres Regelwerk, sondern eher eine Landkarte für achtsames und intelligentes Handeln. Wir können uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Und die Vermeidung dieser 7 Fallen ist ein mächtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video inspiriert hat und euch neue Perspektiven eröffnet. Welcher dieser Punkte findet ihr persönlich am wichtigsten oder am schwierigsten zu vermeiden?
Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Wir lieben es, von euch zu hören und uns auszutauschen. Wenn euch das Video gefallen und euch weitergeholfen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen und teilt es auch gerne mit Freunden, die ebenfalls an persönlicher Entwicklung interessiert sind. Und wenn ihr keine unserer zukünftigen Videos zu diesen spannenden Themen verpassen möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und vergesst nicht, die kleine Glocke daneben zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir etwas Neues hochladen. Schaut euch auch gerne unsere anderen Videos an, wir haben noch viele weitere interessante Inhalte für euch vorbereitet. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bleibt neugierig, bleibt wachsam und vor allem bleibt klug in euren Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal.